Genau, bevor ich es vergesse. Diese, ähm, inwiefern unterscheidet sich jetzt die Andacht von Affirmationen? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, bevor ich zu Bett gehe, mache ich jetzt vielleicht 2, 3 Affirmationen, dass mein Leben möglichst besser läuft. Mhm. Das ist ja auch eine Selbstansprechung. Ja. Inwiefern unterscheidet sich jetzt die Andacht von einer Affirmation? Wenn eine Andacht ist Neutralität. Eine Affirmation ist praktisch gesehen ein Wunsch. Eine Wunschverwirklichung. Mhm. Eine Andacht ist aber neutral. Man Ja, denkt okay. an das, was ist in Wirklichkeit. Oder was soll sein in Wirklichkeit. Das wird neutral bedacht. Eine Affirmation ist aber, es soll so werden, es soll eines Tages so sein und so weiter und so fort. Affirmierung ist eigentlich ein Wunschdenken. Ja. Was sich dann aber eben auch manifestiert. Ja, genau. Wenn da genügend Ja, Wille und Energie hintersteht. ja. Aber man muss halt eben auch dafür schaffen. Das Aber, ist halt. ja, richtig, ist- richtig. Aber du musst denken, ein Wunschdenken passiert nur aus dem Grund raus, weil es eben gewünscht wird. Wenn es aber andächtig ist, dann ist es vorhanden, dann existiert es. Ah, okay. Jetzt verstehe ich, glaube ich. Ja. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja. Affirmation ist eigentlich ein Wunschdenken. Ja. Gut, okay. Aber es funktioniert. Also das schreibst du ja auch. Dass, Ja, natürlich. wenn man da Weil- genug ja, Energie reinsteckt. ja, Weil das eben so ist mit dem Bewusstsein. Ja. Ja. Das setzt dann die Energien in Bewegung. ja. Und Auch da ist eben das, es sind immer 3 Sachen. Man redet immer nur vom Negativen und Positiven, aber das Neutrale lässt man eigentlich aus. Aus dem Grund, der Mensch, er denkt nicht so weit, er kommt gar nicht selber drauf. Man muss ihm da erklären von A bis Z, was ist das Negative, was ist das Positive, was ist Neutralität. Und wie funktioniert die? Wie funktioniert das Negative, wie funktioniert das Positive und wie funktioniert das Neutrale? ja, das wird. Das wird in der Regel vom Menschen nicht in Betracht bezogen. Er versteht das auch nicht. Du musst ihm das fein säuberlich können erklären. Ja, es gibt ja fast keine Staaten, die neutral Ja. sind. Insofern, Es gibt keine Lehre darüber, nichts. ja. Also mit der Neutralität der Schweiz, das ist ja auch nur so eine Halbneutralität. Ja. Also großer Waffenproduzent, großer Waffenlieferer in die Welt. Ja. Ist, Und ist dann ja geht nicht man wirklich bei der neutral. EU-Diktatur Sanktionen holen gegen Ja. Russland und tut es gegen Russland anwenden. Und das nennt es dann Neutralität. Ja, und den Sanktionen von Trump, da kriegen sie Ja. eben noch in den Hintern. Ja, genau. Anstatt dann auch Sanktionen zu verhängen gegen den USA. Eben, siehst du, da wird auch missverstanden, was neutral ist. Ja. Oder? Bei einer Neutralität heisst das, wir machen gar nichts. Ja. Oder? Die machen das, die machen das, die machen das und so weiter und so. Wir mischen uns nicht rein, in keiner Art und Weise.
Ja, aber wie ist es jetzt zum Beispiel bei den Sanktionen, die Trump verhängt hat? Da war meine Reaktion, ja, Das ich würde ist, da eins zu das ist eins, negativ. ja, und da würde ich dann auch Sanktionen gegen USA verhängen. Ja, Wenn die bestrafen, ja, die Schweiz, eben. Da kommt das dass man Prinzip, dann, da kommt das Prinzip zur Geltung, gleich und gleich gesellt sich dann. Was du mir, so ich dir. ja, Oder? Und das ist keine Neutralität. ja, aber wie sollte die Schweiz dann, jetzt tun sie ja gar nichts. Jetzt sagen sie, ja, Eben, es ist rein okay. gar nichts tun. Laufen lassen, wie es ist, das ist denen ihre Sache. Und das ist denen ihre Sache. Und unsere Sache ist die, wir sind neutral. Aber die Schweiz ist nicht neutral. Wenn sie sich da drin ist, dort drin ist, auch wenn sie da Geld gibt und dort Geld gibt und so weiter und so fort. Entwicklungshilfe, das ist schon nicht mehr neutral. Ja, Aber so weit denkt der Mensch auch in der Schweiz sind er nicht. Was Neutralität ist, die haben keinerlei Ahnung, was neutral ist. also den Sanktionen Trump gegenüber keine Gegensanktionen zu erhängen, Richtig. ist also richtig Richtig. im Grunde. Ja. Neutral bleiben. Ja. Und eben bei Russland dann aber auch nichts. Auch genau gleich. Keine Sanktionen Ja. gegen Wir, Russland. Politik geht ja von Plus und Minus aus, oder? Also von negativ und positiv aus, oder? Plus und Minus ist einfach negativ und positiv in einer anderen Form. Oder als Plus und Minus technisch ist zum Beispiel. Oder? Haben wir aber in der Politik auch das Plus und Minus. Wir nennen das aber negativ und positiv. Also eine negative Politik oder eine negative Politik oder eine ausgeglichene Politik. Und wir mischen uns nie rein. Was andere machen, ist ihr Bier. Was wir machen, wir bleiben neutral. Wir ändern gar nichts an dem. Mhm. Ja, so weit habe ich da auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Das ist schwierig, da überhaupt hin. Ja, Wir sind aber so, das ist das, was richtig wäre. ja, Oder? Und sonst ist ja keine Neutralität vorhanden. Wenn Partei ergriffen wird für das und dieses und jenes, dann ist man schon nicht mehr neutral. ja. Und es Man kann es beurteilen, oder? Das kannst du auch, wenn du neutral bleibst. Kannst du sagen, das ist richtig, das ist falsch. Das ist positiv, das ist negativ. Das ist dein Recht. Das kannst du machen und bleibst aber neutral. Du tust dich nicht reinmischen da und tust dich nicht reinmischen da. Auch wenn du sagst, was ihr macht, das ist verkehrt, das ist falsch. Dann gibst du vielleicht eine Ratgebung oder wie du dem willst sagen, eine Beurteilung oder, ja. ja. Genau wie die Eltern zum Kind sagen, wenn sie etwas schlecht macht, das hast du nicht gut gemacht. Das hast du falsch gemacht. Und, Ja, dann geht das gleich los mit Schuld und, eben ja. 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 Und das soll nicht sein, oder? Na, Du kannst einfach beurteilen, das ist richtig, das ist falsch. Du kannst es nennen, wie jetzt du willst, oder einfach im Rahmen von dem, es ist richtig oder falsch, falsch oder richtig. ja, das ist so, ich nenne das immer eine gefühlsmäßige Belastung und das führt dann zu Stress und Richtig, ja. Und dann, beim Mensch führt das sogar zu Streit und ja, Mord und Totschlag, Krieg. ja.
Weil ebenfalls gedacht wird, es wird nur zwei Sachen in Betracht ziehen, es ist gut oder schlecht. Und gut wird befürwortet, schlecht wird benachteiligt. Es wird nicht Neutralität in Betracht gezogen. Mhm. Denen sagen, die es falsch machen. Frieden, wenn ihr den Frieden würdet machen, wäre es richtig. Und denen, die positiv handeln, auf der anderen Seite, auch würde sagen, wenn ihr es richtig macht, dann ist Frieden. Ja. Ja. Aber, Das wird leider nicht gemacht. na, Es wird Hass gesät. ja. Ja. Ja, genau. Genau das Gegenteil. Ja. 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 Das ist dann, Eben. Und wenn der Kopf da zu Bern oben Bundesrat ist, Bundesrat, man hat ihn nicht einmal zur Rechenschaft gezogen. Er ist bei der EU Sanktionen holen, wo man genau gewusst hat, das ist gegen Russland gerichtet. Man geht das holen, man bricht Neutralität und richtet es nachher gegen Russland. ja. Ja, und die Konsequenzen werden, das dauert, aber die sind drastisch. Ja, Die durch sind drastisch. das ist die Freundschaft von Russland, Schweiz zur Sau gegangen. Ja. Ja, du kannst nicht mehr nach Russland fliegen. Ja. Wenn nichts mehr wissen von der Schweiz. Ja. Auch von der Schweiz aus kannst du Ja. nicht mehr nach Russland fliegen. Ja. Ja. Das ist der Dank von einem Bundesrat. Ja, und auch der ganze Handel zwischen Schweiz und Ja. Russland ist gegen Null gegangen. Ja. Du wirst sogar kriminalisiert, wenn du weiter Handel treiben willst. Ja. Mhm. Wenn du das versuchst zu umgehen oder so, Waren durch andere Länder, durch Drittländer zu schicken. Ja, das ist ganz zwangsläufig. Obwohl das der Schweizer Wirtschaft gut täte. Ja. Neutralität ist zur Sau gemacht worden. Durch den Bundesrat selber. Ja. Ja. Das ist einer, der es gemacht hat, und die anderen haben einfach mitgezogen. Mhm. Die anderen 6 im Bundesrat haben einfach mitgezogen, haben es geschehen lassen, oder? Machen lassen. Ja. Ja. War das so, dass eine einzige Person das dominiert hat im Grunde? Ja. Unglaublich, ne? Ja. Einer von 7 reicht aus, um alles kaputt zu machen. Um alles kaputt zu machen, ja. Ja. Die Schweizer Neutralität in Bezug auf Russland ist zerstört. Eine Freundschaft, wo gut bestanden hat, oder? Ja. Wo sogar verhindert hat, dass Krieg geworden ist in der Schweiz. Auch wenn die Deutschen gesungen haben, dort mal, wo ich noch selber gehört habe, die kleine Schweiz, das Stachelschwein, das nehmen wir im Rückzug ein. Ja. Ja. Es ist vermieden worden. Es hat funktioniert. Ja. Und da kommt's anders. Ja. Ein Bundesrat, der nicht hergehört, genau wie viele andere Bundesräte nicht hergehört. Wenn du den nimmst, der da ruft, wir müssen Strassen bauen, das ist wichtiger, Autobahnen bauen als Biodiversität schützen und so weiter und so fort. 12 abknallen, Biber abknallen, weiss gar nicht, was er überhaupt schnurrt, dumm wie Bohnenstroh. Ja. Oder? Statt dass man den Kopf brauchte, das, was innen drin ist, das Kern brauchte zum Denken. Das wird nicht gemacht. Ja. Ja, die Natur leidet schon sehr Ja. mit diesem ganzen Straßenbau. Ja, weißt du, und also Biodiversität ist lebensnotwendig für den Mensch und für die ganze Fauna und Flora. Ja. Und wenn die kaputt gemacht wird, das siehst, ist ein Haufen ist bereits kaputt gemacht. Du siehst, wie schlecht das der Natur geht. Du siehst, wie der Mensch krank wird. Ja. Ja. Schau mal alleine da, wie der Krebserkrankungen zugenommen hat. Mhm. Ja. Ja.
Ja. Aber an das wird nicht gedacht, oder? Man denkt nur für sich selber, weisst, im negativen selfish, oder? Ja. Ja. Ja, von Bestechung ganz zu schweigen, aber das ist Ja. natürlich schwierig nachzuweisen, natürlich. Aber ja. Das ist leider so, Michael, und sie wollen sich nicht belehren lassen. Du bist willig zum Belehren, aber Menschen wollen sich nicht belehren lassen. Oder? Ja. Das ist leider so. Hier mit dem Hilfsmittel, das hat mich dann halt an... Ja, auch mit an, dem Heiligtum. darum geht's jetzt nicht, sondern in Bezug auf Konzentrationsmittel. Inwiefern unterscheidet sich jetzt die Andacht von der Meditation? Kannst du ja auch... Ich habe dir bereits erklärt, die Andacht ist das auf sich selber gerichtet. Neutral auf sich selber gerichtet. Ja. Religiös wird aber anders gebraucht, wird die Andacht, wird Heilige gebraucht, also mit Menschen, wo schon längstens mal rauf oder runtergegangen sind, wie man so sagt, oder wo gestorben sind, wo man verherrlichen und so weiter und so fort. Oder? Oder es wird so gebraucht, um einen lieben Gott anhimmeln, der nicht existiert und so weiter, oder sonst irgendwelche Mächte und so weiter. Es hat nichts mit dem zu tun, dass der Mensch für sich selber denken tut, was er soll richtig machen, was er und so weiter und so fort. Und Meditation ist ja auch das, was der Mensch soll machen, wo er eigentlich 24 Stunden im Tag meditieren. Oder? Und das macht der Mensch. Nur weiss er das nicht. Das Meditieren ist das, wie die Andacht, wo bewusst gemacht wird. Und Meditation wird dann bewusst gemacht, wenn sie du bewusst ausrichten. Und sonst ist Meditation eine Fantasie, wo ausgelebt wird und so weiter und so fort. Meditation ist nichts anderes als die Andacht an sich selber, eine bewusste Andacht an sich selber, um das und dieses und jenes in sich zu erreichen, aufzubauen und so weiter und so fort, um zum Beispiel sich Ruhe zu schaffen in sich selber hinein, sich auszurichten auf Ruhe, auf die Wirklichkeit, auf das, was tatsächlich ist, auf die Worte und so weiter und so fort. Das ist eigentlich Meditation an und für sich im üblichen Sinn, wo der Mensch sich kann, wie soll ich sagen, sich selber ausrichten auf das, was eigentlich sollte sein, um wahrlich ein Mensch zu werden. Um Ruhe in sich zu finden, um richtig zu denken, um neutral zu denken, um neutral zu werden. Oder? Die Andacht ist einfach bewusster als Meditation selber. Sie ist tiefgreifender, weil etwas Bestimmtes, wo bei der Andacht auftauchen tut, soll ausgerichtet werden. Also etwas ganz Bestimmtes, ein ganz bestimmter Punkt, ein ganz bestimmtes Verhalten und so weiter und so weiter. Die Redensart, die zum Beispiel der Mensch hat und so weiter und so fort. Wo er
durch eine Andacht bewusst kann anfangen, sich selber steuern, programmieren, oder? Dass er in dieser Art und Weise leben tut. Währenddem, dass Meditation einfach das ist, um Ruhe zu finden in sich hinein, um sich ausgleichen und so weiter und so fort. Und wenn du eine tiefere Andacht, Meditation machen tust, wie zum Beispiel beim Buddhismus, dann ist das und dieses und jenes damit verbunden, wo will erreicht werden damit. Oder? Ja. Etwas ganz Bestimmtes. Oder? Und währenddem das da, was wir da machen als Meditation, geht einfach um das, um sich selber in sich Ruhe schaffen für das, was soll sein, was die Wirklichkeit und die Worte soll sein im täglichen Leben. Das ist etwas ganz anderes als das, was der Buddhismus betreibt. Ja. Du hast dich ja mit dem Buddhismus ein Stück weit beschäftigt. Ja. Und du siehst selber, es hat einen völlig anderen Sinn eigentlich als das, was wir da betreiben mit unserer Meditation. Ja. Das Einzige, wo ich Ähnlichkeit gesehen habe, ist was Schiene oder Shamatha. Das ist einfach, um das Bewusstsein zu beruhigen. Ja. Also im Grunde reine Konzentrationsübung. Ja, genau. Aber eben all die anderen, gerade im tibetischen Buddhismus, wo du mit Visualisierung arbeitest, ja, das ist natürlich dann Fantasiegebilde. Das ist Fantasiegebilde. Und das ist eigentlich der Hauptteil. Das ist das, was der Mensch zu etwas macht, was er eigentlich nicht soll sein. Ja, du kreierst eben eine Meditationsgottheit. Ja. Ja. Und obwohl das natürlich schon auch gelehrt wird, dass das man selber ist, der das kreiert. Ja, natürlich. Aber trotzdem ist es... Das ist ja nichts einzuwenden. Aber das wird vermischt mit dem anderen und gibt ein völlig anderes Bild. Ja, es ist eben auch... Es kommt auch völlig anders zum Ausdruck. Ja, weil eben mit dieser Meditationsgottheit sind dann bestimmte Aspekte verbunden, wie friedvoll oder zornvoll. Ja. Und du merkst eben auch, wenn Leute eine zornvolle Gottheit viel meditieren, dass die unruhiger sind. Und friedvoll eben eher nicht so, aber trotzdem ist es nach außen gerichtet. Ja. Der Mensch soll in sich selber ruhig sein, er soll ruhig reagieren, er soll schauen, dass er friedlich ist in sich selber und das auch nach außen wird, oder? Das fehlt im Buddhismus. Ja. Oder? Was der Buddha ursprünglich gelehrt hat, war das ja so. Aber das ist halt größtenteils verloren gegangen. Das ist verdreht worden. Das ist 400 Jahre nach seinem Tod ist das so verdreht worden, dass es eigentlich nicht mehr übereinstimmt mit dem, was der Buddha gelernt hat. Ja. Mhm. Das auch da, man hat ganz andere Sachen gelehrt als das, was der Buddhismus heute erzählt. Ja. Du schreibst dann, seiet in der Andacht daher Wissende und darum sollet ihr also andächtig zu eurem Bewusstsein reden. Mhm. Und dann schreibst du hier diese folgenden 6 Sätze. Mein Bewusstsein, der du bist in Allmacht. Dein Name sei geheiligt. Geheiligt halt im Namen. Kontrolliert. Ja. Dein Reich gebäre und erwache in mir. Deine Kraft entfalte sich in mir, auf Erden und in den Himmeln, in Klammern in allen Bewusstseinsebenen. Ja. Mein tägliches Brot gib mir heute, wobei du Brot hier später definierst. Brot steht für Erkenntnis und Weisheit. Ja. Also, obwohl das wörtlich zu nehmen, finde ich, auch nicht falsch ist.
Also, Ja. dass man sich eben seinen Lebensunterhalt Ja, erarbeitet. natürlich, sowieso. So. Das kannst du dir selber interpretieren. Ja. Wenn du ein bisschen selber denken tust, es braucht gar nicht so viel. Nur Ja. ein bisschen selber denken. Ja. Mein tägliches Brot gibt mir heute, so ich erkenne meine Schuld und ich erkenne die Wahrheit. Bei Schuld, das ist halt auch wieder so religiös belastet. Da dachte ich an Fehler. Die Schuld ist das auch ganz einfach. Man macht es nicht richtig, man macht es falsch. Das ist das, was man sagt, Schuld. Und was die Religion daraus macht, ist wieder etwas anderes. Ja, da dachte ich, dass man vielleicht da noch in Klammern Fehler hinterschreiben sollte, dass die Leute, dass Ja. man seine eigenen Fehler erkennt. So verstehe ich es. Richtig, ja. Das kann, natürlich, das könnte man jetzt ausarbeiten und könnte für jedes Wort, wo da gewendet ist, wo man braucht tut im täglichen Gebrauch, könnte man ausführen, was eigentlich gemeint ist damit. Ja. Ja, meistens hast du das ja hier ausgeführt. Geist hast du mit Bewusstsein definiert und so weiter. Nur weil ich erinnere halt gut, noch in der Schule, da haben wir halt der 7. Klasse schon, haben wir da Konzentrationslagerfilme gesehen und du läufst dann von dann ab immer mit so einer Schuld in dir rum, Ja. als ob du die Hälfte der Juden in Europa ausgelöscht hättest. Ja. Dabei hast du da gar nichts mit zu tun. Das hat Ja. Aber die Schuld Definitiv nicht. fühlst du trotzdem irgendwo. Ja. Ja. Das wird dann so in dir eingehemmt. Ja. Und so ist das mit vielen Dingen. Und Religion tut den Mensch schuldig machen. Ja. Oder? Er tut ihn nicht frei machen durch das, dass er sagt, was wirklich ist, was darunter zu verstehen ist und so weiter und so fort, sondern er tut den Mensch, die Religion tut den Mensch mit Schuld belasten. Ja, Oder? die Leute laufen alle mit Schuldgefühlen rum, Richtig. die Religion in sie eingehämmert Ja. haben. Schuld Genau. und Angst. Genau, das ist es. Und das steckt sie alle in so einen Käfig. Ja. Ja. Und eben, genau wie du sagst, eben nicht befreit, sondern genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil steckt- passiert. Begrenzt sie, macht sie klein. Ja. Oder dass sie sich klein Ja, fühlen, Schuld. das reicht schon. Und in dauernder Angst leben. Ja, Dauernde Angst leben, ich mache das falsch, ich bin nicht das, was ich sollte sein und so weiter und so fort. ja. Ja. Das ist leider so. Ja, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Ja, bis vielleicht erst 3 Kein Jahre. Mensch für den anderen. Ja, das geht gar nicht. Nein, das geht nicht. Aber das reicht dann schon aus, dass Leute lebenslang dann mit Schuldgefühl Mit Schuldgefühl rumlaufen. Ja, Jeder Gläubige läuft mit Schuldgefühl rum. ja. Ja. Und daher, es ist also die jetzige Fassung ist viel, viel besser als die ursprüngliche mit diesen ganzen vielen Fehlern. Nur das war das Einzige, wo mir auffiel, wo es vielleicht sinnvoll wäre, in einer späteren Fassung da vielleicht das in Klammern dahinter zu setzen, dass es eben nicht Schuld in dem Sinne bedeutet, wie es religiös gemeint ist, sondern man ist kein Schuldiger, sondern man ist jemand, der Fehler begeht. Ja, genau. Und ja, das hat Man aber ist jeder. Lernender. Ja, jeder ist ein Lernender. Ja. Und niemand ist fehlerfrei. Ja, ich habe ja die Bücher nicht geschrieben für das, dass sich der Mensch schuldig fühlt, sondern dass der Mensch lernt daraus und Ja. er soll andere ausser du zum Beispiel, oder so, ist gleich, wer das ist, soll das ausführlich machen, ausführlich darlegen, was das wirklich gemeint ist. Ja. Ja, du hilfst mir jetzt dabei. Also vieles. Ja, und aus dem kann man wieder lernen und kann das weiterführen und kann das ausführlicher schreiben, was eigentlich gemeint ist damit. Ja. Aber was ich geschrieben habe, was ich in diesen Büchern
Es ist einfach das, was das Wichtigste ist, oder? Wo ich gar keine Zeit habe, so das ausführlich auseinandersetzen in weiteren Büchern und so weiter und so fort. Das ist wieder die Arbeit von anderen, die die Sache dann weiterführen. Ja. 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 2 Sätze noch. Und führe mich nicht in Versuchung und Verwirrung, sondern erlöse mich vom Irrtum. Ja, Ja, das ist eigentlich klar. ja. Wobei eben es geht nicht darum, dass ein Teufel jemand einen in Versuchung führt, sondern sich selber, ja, sich selber, ja, nicht sich selber nicht in Verführung führen. ja, sich nicht ablenken lässt. Ja, Denn dein ist das Reich in mir, wie auch die Kraft und das Wissen in Ewigkeit. ja, Amen. ja. Ja, das Und Amen ist nichts anderes als, so soll es das sein. heisst, es sei so. Ah, es sei so, ja. Ich weiss nicht, aber weisst, wenn die religiösen Menschen siehst, was die unter dem Amen, was die alles verstehen, das ist eine Katastrophe. Dabei ist Amen nichts anderes als das, was heisst, es sei so. Ja. Gut. Gut, Ich danke dir. nichts danke. Ja, Gern geschehen. gut.